Schön, dass ihr wieder da seid. Heute haben wir eine Yin Yoga Stunde, eine ganz sanfte, ganz langsame Stunde, wo du wirklich loslassen kannst. Du kannst dir gerne einen Pulli holen, falls du einen brauchst, oder Socken, vielleicht eine Decke, aber sonst solltest du an sich nichts brauchen. Du kannst immer einen Polster dir nehmen, oder einen Yoga-Block, wenn du magst, wenn du einen zu Hause hast. Aber man braucht an sich nichts. Wir fangen im Liegen an. Ich verwende diesen Polster hier. Und wir treffen uns in Shavasana. Strecke deine Arme aus, deine Beine aus. Lege sie angenehm ab. Und schau, dass der ganze Körper sich wirklich hier entspannen kann. Du kannst die Füße aufstellen, um den Rücken ein bisschen länger zu ziehen und dann den Rücken wieder ablegen. Und komm hier langsam an. Auf der Yogamatte. Heute Nachmittag. Lass zu, dass der ganze Körper sich entspannt. Ein bisschen weicher wird. Und dann bring die Aufmerksamkeit zur Atmung. Tief durch die Nase einatmen. Und tief durch die Nase aus. Löse jegliche Spannung oder Anspannung, die du noch im Körper spürst. Lass die Finger sich leicht zusammenrollen. Die Schultern und den Kopf sich in den Boden hinein entspannen. Ganz tief atmen. Einatmen, strecke die Arme über den Kopf aus. Finger und Zehen weg vom Körper schieben oder strecken. Ausatmen, entspannen. Einatmen, ganz lang strecken. Und ausatmen, entspannen. Einatmen, ein letztes Mal lang strecken. Und dann ausatmen, entspannen. Stecken dann die Füße auf, etwa hüftenbreit auseinander und bring die Arme zurück in Shavasana-Arme. Hände sind in etwa bei den Hüften abgelegt. Ausatmen, lass die Beine nach außen fallen, Fußsohlen finden zueinander. Und zieh hier die Arme ein bisschen weiter nach unten, dass die Schultern sich entspannen können. Schau, dass der untere Rücken
angenehm abgelegt ist. Jetzt kannst du ein bisschen schaukeln hier. Und wenn du in einem angenehmen Schmetterling im Liegen bist, dann lass hier wieder los. Wenn du magst, führ die Hände zum Bauch und zum Brustbereich. Und bring deine Aufmerksamkeit zurück zur Atmung. Mit jeder Einatmung hebt sich die Brust. Mit jeder Ausatmung senkt sie sich. Ein, Brust und Bauch heben sich. Ein, Brust und Bauch heben sich. Ausatmen, Brust und Bauch senken sich. Und du musst sie nicht heben oder senken lassen. Das passiert hier von selber. Entspanne hier deine Gesäßmuskulatur. Mit jeder Ausatmung öffnen sich die Beine ein bisschen weiter auseinander. Wir bleiben so 3 bis 4 Minuten pro Asana. Wenn es dir je zu viel wird, kannst du immer im eigenen Tempo lösen. Eine andere Stellung einnehmen, die dir angenehmer ist. Es sollte hier nie schmerzen. Wenn es schmerzt, bitte langsam die Position lösen und etwas anderes hineinfinden. Wenn es einfach zu viel wird, kannst du immer einfach einen Schritt nach hinten kommen, den Polster benutzen. Zum Beispiel hier die Beine ein bisschen höher hinauf zu bringen. Bleib hier ganz bei dir. Einatmen, streck die Arme über den Kopf aus, ganz lang. Ausatmen, entspannen. Einatmen, langsam die Beine wieder zusammenklappen, die Füße aufstellen. Schieb dich hinauf in die Schulterbrücke. Und ausatmen, wieder abholen. Einatmen, Arme lösen. Kommen über die rechte Seite langsam hinauf zum Sitzen. Und schau, dass beide Sitzknochen am Boden sind. Pobacken auseinanderziehen. Und schieb hier die Fersen weg. Zehen anziehen. Langer Rücken. Einatmen, streck die Arme hinauf. Ausatmen, beug dich hier von den Hüften aus nach vorne. Und ausatmen, jegliche Spannung hier lösen. Der Rücken darf sich runden. Und du kannst entweder hier bleiben oder du holst dir einen Polster. Gibst dann zwischen die Beine und den Bauch.
dass du dich völlig entspannen kannst hier. Und wenn du in deine Vorwärtsbeuge hineingefunden hast, dann lass wieder los. Und wenn du in deine Vorwärtsbeuge hineingefunden hast, dann lass sie wieder los. Lass den ganzen Oberkörper schwer werden. Kopf und Nacken werden schwer. Lass dich hier in dich selber hineinfalten. Einatmen, strecke die Arme nach vorne aus, heb die Arme hoch hinauf, Länge in den Rücken bringen. Ausatmen, Handflächen hinter dir aufstellen, Finger zeigen weg. Schieb dich kurz hinauf in die schiefe Ebene. Und ausatmen, abholen. Einatmen, Arme nach vorne und hinaufstrecken. Ausatmen, dreh dich hier kurz nach rechts. Rücken ist ganz lang. Ausatmen, nach rechts drehen. Einatmen, Arme über die Seiten hinauf. Dreh dich zurück zur Mitte. Ausatmen, nach links drehen. Wieder Länge. Ausatmen. Ein bisschen weiter nach links. Und dann einatmen, zur Mitte drehen. Ausatmen, Hände zum Herzen sammeln. Beuge die Knie und zieh dich über die Knie nach vorne. Vierfüßlerstand. Und schau hier, dass beide Handflächen gleichmäßig abgelegt sind und dass eine Hand weiter vorne ist. Beide Finger sind, oder alle Finger sind gespreizt. Der Rücken ist ganz lang. Einatmen, lass deinen Bauch hinunter Richtung Boden, schau nach vorne, Kuh. Ausatmen, Katze, um den Rücken. Einatmen, nach vorne fließen und ausatmen, Katze. Letztes Mal einatmen, nach vorne fließen und ausatmen, Katze. Komm zurück in den Vierfüßlerstand. Rücken ist gerade. Lass hier die Beine, wo sie sind, schieb die Arme nach vorne aus, so weit du sie kannst. Ohne Stirn zur Matte, Schultern hier entspannen.
lass hier den ganzen Oberkörper sich entspannen. Dein Herz zieht mit jeder Ausatmung ein bisschen weiter Richtung Matte hinunter. Wenn du merkst, deine Brust kommt so weit Richtung Matte hinunter, dass die Stirn abzulegen nicht mehr angenehm ist, kannst du das Kinn aufstellen, damit übrigens für den Nacken auch in Ordnung ist. Löse hier jegliche Anspannung der Arme. Lass die Finger sich entspannen. Stell dir vor, du könntest in den Boden hier hineinschmelzen. Es ist ganz sanft und schwer gleichzeitig. Nur noch dein Atem bewegt sich. Einatmen, hebe den Brustbereich. Komm langsam zurück in den Vierfüßlerstand. Einatmen, Kuh, Bauch zieht nach unten, Brust nach vorn. Ausatmen, Katze, runder Rücken. Mach hier ein paar Mal im eigenen Tempo. Mit der Einatmung nach vorne. Mit der Ausatmung hinauf. Ganz fließend. Und mit der Ausatmung schieb dich dann nach hinten. Streck die Arme nach vorne aus. Begebe dich in die Stellung des Kindes. Kurz nach, wie es deinen Armen geht, deinen Schultern dabei geht. Wenn du merkst, du brauchst ein bisschen mehr Entspannung oben, kannst du die Hände zurück Richtung Füße bringen. Du kannst deine Brille ablegen, falls du eine trägst. Und die Stirn oder eine Wange ablegen. Schultern schmelzen Richtung Matte hinunter. Jegliche Anspannung der Hüften loslassen. Im Kind gibt es nur dich, oben und unten, und eine Yogamatte. Du hast hier keine Aufgaben, du musst dich um niemanden kümmern. Bleib hier ganz bei dir. Tief durch die Nase einatmen. Tief durch die Nase aus.
Einatmen, langsam wieder hinauf in den Vierfüßlerstand. Einatmen, Kuh. Ausatmen, Katze. Stell hier die Zehen auf, schieb dich nach hinten in den hinabschauenden Hund hinauf. Und wenn du magst, geh hier ein paar Mal auf und ab. Zieh die Fersen abwechselnd von der Matte. Du kannst deine Hüften dazu geben, deinen Oberkörper dazu. Strecke alles langsam wieder aus. Und dann ausatmen, beide Fersen ziehen Richtung Matte hinunter. Kopf bleibt entspannt. Einatmen, streck dein rechtes Bein hinauf. Ausatmen, Knie beugen. Sanft rechts nach vorne steigen. Wir tauschen hier Hand und Fuß rechts. Beide Hände sind unter den Schultern aufgestellt. Einatmen, zieh dich nach vorne, über das Knie nach vorne. Ausatmen, das linke Knie ablegen, linken Fußrücken. Du kannst entweder hier bleiben oder das rechte Bein nach außen fallen lassen. Du kannst auch, wenn du weitergehen magst, die Unterarme ablegen, die Stirn Richtung Matte hinunterbringen. Du kannst auch die Arme weiter nach vorne ausstrecken und die Stirn zur Matte führen. Aber schau, dass du eine Position hier findest, die du halten kannst. Und bleib eine Weile hier. Und schließ deine Augen. Lass deine Hüften, deine Gesäßmuskulatur los. Die Anspannung in den Schultern loslassen. Bring deine Aufmerksamkeit zurück zur Atmung. Immer wieder wird deine Aufmerksamkeit hier wandern. Das ist ganz normal. Und sie wird langsam wieder zurück zur Atmung. Einatmen. Stell deinen rechten Fuß wieder auf. Bring den Fuß zur Mitte der Matte. Stell die Zehen auf links. Streck das linke Bein aus und schieb dich hier nach hinten. Hüften nach hinten. Und du kannst entweder die Handflächen zur Matte bringen oder wenn das zu viel ist, dir den Polster holen und hier auf den Polster stellen. Lass hier den Kopf und den Nacken sich Richtung Boden ziehen. Die linke Ferse zieht langsam nach hinten. Atme tief in den leichten Unterschenkel ein. Tief aus.
Einatmen, strecke die Fingerspitzen auf. Zieh deine Zehen, deine Rechten vom Boden, die Ferse auf. Ausatmen, Kopf und Nacken wieder entspannen. Ausatmen, Fuß ablegen. Einatmen, zieh dir die Zehen wieder Richtung Nase hinauf. Aus, ablegen. Das machen wir hier ein paar Mal im eigenen Tempo. Mit jeder Einatmung den Fuß heben. Mit jeder Ausatmung den Fuß wieder ablegen. Ausatmen, Nase den Fuß abgelegt. Und bring hier die Beine so weit auseinander wie möglich. Du kannst dir wieder deinen Polster holen. Oder ein paar Polster. Meistens hilft es, wenn man die Ferse, die rechte, aufstellt. Du kannst auch einen Block aufstellen und unter deinem Schattenbein aufstellen. Du kannst dich aber auch mit den Händen unterstützen. Wenn es zu viel wird, bring einfach das linke Knie zur Matte. Und sonst bleib hier schwebend in der Luft. Du kannst natürlich, wenn du das kannst, deine Beine völlig ausstrecken und in die Glitsche hineinkommen. Atme hier tief durch. Wir bleiben nur noch 6 tiefe Atemzüge hier. Spannung in den Schultern lösen. Drei Atemzüge noch. Tief einatmen. Ausatmen. Beug das linke Knie, bring es zur Matte. Rechte Hand nach links bringen. Das rechte Knie. Und zieht ein Bein nach hinten. Und spreiz hier die Knie ganz weit auseinander. Wir begeben uns hier in die Stellung des Kindes. Spüren kurz nach. Spüre hier nach, wie frei deine rechte Hüfte sich fühlt. Einatmen, heb deinen Oberkörper hinauf. Komm in den Vierfüßlerstand. Einatmen, Kuh, Brust zieht nach vorne. Ausatmen, Katze. Und Vierfüßlerstand. Zehen aufstellen, schieb dich hinauf in den hinabschauenden Hund. Einatmen, strecke das linke Bein hinauf. Beug das Knie und steig sanft links nach vorne. Wieder Hand und Fuß tauschen, links
Hände unter den Schultern aufstellen. Einatmen, zieh dich nach vorne. Ausatmen, rechtes Knie abstellen. Rechten Fußrücken abstellen. Entweder bleibst du hier oder du lässt dein linkes Knie nach außen fallen. Vielleicht die Unterarme zur Matte bringen, die Stirn Richtung Matte fallen lassen. Kannst auch die Arme ein bisschen weiter nach vorne ausstrecken und die Stirn zur Matte bringen. Auch auf der Seite find hier eine Position, die du halten kannst, ohne dich zu bewegen. Und lasse dann los. Der ganze Körper wird schwer. Entspannt sich. Tief in die linke Hüfte einatmen und tief ausatmen. Bleibe bei dir. Einatmen. Stell hier die Handflächen auf. Tausche wieder Hand und Fuß links. Der Fuß, der linke, ist mittig abgelegt. Stell die Zehen aufrecht und schieb dich hier nach hinten. Rechtes Bein ist ausgestreckt wieder. Oberkörper, Kopf und Nacken entspannen. Und es darf hier ein bisschen ziehen im oberen linken Fuß. Das ist ganz normal. Lass das linke Bein sich entspannen. Schieb deine Hüften fest nach hinten. Wenn du magst, kannst du die Handrücken auch ablegen oder die Fingerspitzen, wenn es zu viel ist. Ganz tief ins linke Bein einatmen. Tief aus. Einatmen, stell die Fingerspitzen hier auf. Zieh die linken Zehen an, Ferse aufstellen links. Schieb deine rechte Ferse nach hinten. Entspanne den Kopf und Nacken wieder. Ausatmen, Fuß ablegen links. Einatmen. Zehen Richtung Nase ziehen. Aus. Ablegen. Einatmen. Heben. Mach das hier wieder ein paar Mal im eigenen Tempo. Mit deiner Einatmung hinauf. Mit deiner Ausatmung ablegen. Ausatmen, lass hier den linken Fuß abgelegt. Schieb hier wieder die Beine auseinander. Und dann wieder deinen Block hier nehmen und aufstellen. Und du schiebst dich langsam nach hinten und hilfst dich selber.
Kopf und Nacken bleiben hier entspannt. Auch auf der Seite kannst du das Knie zur Matte führen, wenn es zu viel wird. Oder komplett lösen. 6-mal tief atmen. Bleib bei deiner Atmung. Je intensiver es wird, desto tiefer deine Atmung. 3 Atemzüge noch. Ausatmen. Beug dein rechtes Knie. Bring es zur Matte. Bring die Hände nach rechts. Beug das linke Knie. Zieh das Bein nach hinten. Komm ins Kind hinein. Tief und völlig entspannen. Spür hier nach. Wie fühlt sich dein Körper an? Atem, wie fließen deine Gedanken? Einatmen, zieh dich langsam wieder nach vorne und bring die Beine über die rechte Seite nach vorne. In die Rückenlage. Stell jetzt deine Füße wieder auf. Hüften breit auseinander. Schieb deine Hüften und deinen Körper hinauf. Kürze die Schulterbrücke. Ausatmen. Abrollen. Einatmen. Hüften und Körper heben hinauf. Ausatmen. Schieb deine Hüften so 2-3 cm nach links. Ausatmen. Wieder abrollen. Einatmen. Knie zur Brust und ausatmen. Bring deine Knie nach rechts zum Boden. Und du kannst entweder hier deine Arme ausstrecken oder Kaktusarme machen. Schau, dass beide Schulterblätter abgelegt sind. Und du kannst auch hier deine Beine ausstrecken. Du legst sie lieber gebeugt. Und wieder hinauf und nach links schauen. Und wenn du in deine Drehung hineingefunden hast, dann spür hier kurz nach. Find deinen Drehpunkt. Dort, wo du merkst, da dreht sich die Wirbelsäule. Hast du sie gefunden? Gut, dann atme da tief ein
tief aus. Gesäßmuskulatur und Hüften bleiben hier entspannt. Das linke Bein muss sich nicht anspannen. Bleibe ganz locker. Einatmen. Ziehe deine Beine langsam wieder hinauf zur Mitte. Ausatmen, Füße abstellen. Einatmen, schieb dich hoch hinauf. Ausatmen, abholen. Und spüre kurz nach. Wo merkst du den Unterschied? Das ist in den Schultern, in den Schulterblättern, in den Rippen, in den Hüften, in den Beinen. Wo spürst du diese Bewegung? Und einatmen, schieb dich wieder hinauf in die Schulterbrücke. Ausatmen, Hüften so 2-3 cm nach rechts von der Mitte schieben und dann wieder abholen. Einatmen, Knie zur Brust. Ausatmen, Beine nach links bringen, ablegen. Und schau auch hier, dass beide Schultern abgelegt sind. Wenn nicht, dann kannst du die Knie ein bisschen hinaufbringen, da könntest du deinen Polster hineinschieben wieder. Und dann kann sich die rechte Schulter auch entspannen. Auch auf der Seite bleiben die Arme und Schultern entspannt. Po und Hüfte auch. Und du schaust entweder hinauf oder nach rechts. Arme sind ausgestreckt oder als Kaktusarme abgelegt. Lass hier wieder los. Finde auch hier deinen Drehpunkt. Tief einatmen und tief ausatmen. Einatmung, die Beine langsam wieder zur Mitte. Ausatmen, Füße aufstellen. Einatmen, hinaufschieben. Und ausatmen, wieder abrollen. Streck deine Beine aus. Und komm zurück in Shavasana hinein. Nachspüren.
du merkst, dass es hier zu viel ist für den unteren Rücken, kannst du immer die Füße aufgestellt lassen. Deine Wirbelsäule lang strecken. Bleib hier oder streck die Beine wieder aus. Und wir schließen hier ein Shavasana mit einer Endentspannung. Wenn du magst, kannst du einen Pulli anziehen, Socken anziehen, eine Decke dir holen. Find hier eine angenehme Position. Alles schön angenehm abgelegt ist, damit du dich nicht bewegen musst während der Endentspannung. Wenn du in Shavasana hineingefunden hast, dann kehre langsam zu deinem Atem zurück. Tauch in dich hinein hier. Mit jeder Ausatmung ziehst du dich ein bisschen weiter hinein. Ich entspanne meine Füße und meine Zehen. Ich entspanne meine Füße und meine Zehen, Füße. Ich entspanne meine Füße und meine Zehen, Füße und Zehen sind entspannt. Ich entspanne meine Waden, meine Knie, Waden und Knie sind entspannt. Ich entspanne meine Oberschenkel und meine Hüften. Oberschenkel und Hüften sind entspannt. Ich entspanne meine Hände und meine Finger, Hände und Finger sind entspannt. Ich entspanne meine Unterarme, meine Ellbogen, Oberarme und Schultern sind entspannt. Ich entspanne meinen Rücken, den unteren Rücken, mittleren Rücken,
Rücken, oberen Rücken. Mein Rücken ist entspannt. Ich entspanne meinen Bauchbereich, Brustbereich, Bauch und Brust sind entspannt. Ich entspanne meinen Hals und meinen Nacken, Hals und Nacken sind entspannt. Ich entspanne mein Gesicht, Kinn, Mund, Kiefer, Zähne, Zunge, meine Nase und Nasenlöcher, Wangen und Ohren, Augen und Augenbrauen, Schläfer und Stirn. Mein Gesicht ist entspannt. Ich entspanne meinen Kopf und meine Gedanken. Kopf und Gedanken sind entspannt. Ich bin entspannt. Komm langsam im Hier und Jetzt wieder an. Fang mit ganz kleinen Bewegungen an. Finger und Zehen bewegen, Hände und Füße, Arme, Beine. Weck dich langsam wieder auf. Wenn du bereit bist, dann komm mit noch geschlossenen Augen über die rechte Seite hinauf zum Sitzen. Richte dich hier auf. Ganz langer Rücken, lockere Schultern, breite Brust, stolzes Kinn. Und nimm ein paar Momente hier, um nachzuspüren. Wie geht es dir jetzt? Wie fühlst du dich? Welche Unterschiede von vorher nimmst du wahr?
Drehen die Handflächen hinauf zur Decke, hinauf zur Sonne. Führen Daumen und Zeigefinger zueinander und schließen mit 3 bewussten Atemzügen. Mit jeder Einatmung holt ihr neue Kraft. Mit jeder Ausatmung ist genau das, was du loslassen musst. Los. 3-mal. Einatmen, heb hier die Arme über die Seiten hinauf zur Sonne. Handflächen finden zueinander. Bring die zur Stirn, zu deinen Lippen, zu deinem Herzen. Verbeug dich auf dir selbst. Namaste. Vielen Dank für das Mitmachen. Ich freue mich schon aufs Wiedersehen. Tschüss.